Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Konrad Rennert und möchte euch zeigen, wie man mit der Plattform Archion in Verbindung mit Transkribus Ahnenforschung betreiben kann. Archion ist die Plattform, wo mehr als 150.000 Kirchenbücher digitalisiert vorliegen. Das heißt, da wurden von jeder Seite des Kirchenbuches wurde ein Foto gemacht und das hat so eine hohe Auflösung, dass man das gut erkennen kann. Auch die KI kann das erkennen und auswerten. Wenn man dann diese 150.000 Kirchenbücher nimmt und in jedem Kirchenbuch vielleicht 100 bis 200 Seiten digitalisiert wurden, dann weiß man, dass da Millionen Seiten zur Verfügung stehen. Und wenn man das im Datenbankjargon sagt, ist auf jeder Seite einiges an Datensätzen zu finden. 10 bis 15 habe ich gesehen. Also das ist ein enormer Datenschatz, den man da hat. Und das haben die Pfarrer seit Beginn der Neuzeit, also etwa seit der Reformation, aufgeschrieben. Die Kirchenbücher wurden etwas weniger wertvoll, als im Jahr 1876 eintrat, dass man diese ganzen Informationen eben auf dem Standesamt festgehalten hat. Das war dann gesetzlich festgelegt. Die Pfarrer haben trotzdem in der gewohnten Form diese Kirchenbücher weitergepflegt. Das, was ich also hier so ausführe, das gibt es auch als Link. Ihr seht ja hier das YouTube-Video, aber das YouTube-Video ist eingebettet in ein H5P-Oberfläche. Dieses H5P, das könnt ihr starten, wenn ihr in der Beschreibung des Videos auf den Link klickt. Da steht dann am Ende H5P 082 und das ist dann auf meiner persönlichen Website zu sehen. Und dort könnt ihr alles, was hier an Links existiert, nutzen. Ein Link ist zum Beispiel, um sich Archeon zu erschließen. Was bringt das? Da wird dann von Kasseler Kunststudenten ein kleines Comic produziert oder ist produziert worden in Deutsch und in Englisch vor ein paar Jahren. Und da sieht man die Familie Nolte, die dann auf die Ahnen zurückblickt. Das dauert 90 Sekunden und das erklärt sehr kurz und knackig, worum es da geht. Wie die Oberfläche von Archeon funktioniert, das erklärt am besten der Geschäftsführer von Archeon. Und das habe ich auch verlinkt. Das dauert natürlich dann schon ein bisschen länger. Am Ende des Videos beantwortet er dann auch Fragen. Es gibt dort auch ein Forum. Und das ist also eine wichtige Sache, weil alles kann man also nicht mit diesen alten Handschriften sofort erkennen. Aber wenn man dann in der Gemeinschaft das betreibt, dann kann man sagen, oh, weiß jemand von euch hier im Forum, wie das hier heißen könnte? Und da habe ich gesehen im Forum, das ist also auch sehr nützlich. Also wer da die Oberfläche von Archion im Detail kennenlernen möchte, der ist bei dem Video mit dem Geschäftsführer sehr gut aufgehoben und wird auch gut eingewiesen. Ich will hier ein Fallbeispiel bringen. Warum bin ich auf Archion gestoßen? Ich bin mittlerweile Rentner, aber immer noch berufstätig und habe mit künstlicher Intelligenz zu tun. ChatGPT bringt mir nichts Neues mehr, das nutze ich schon sehr lange und da ist das, was hier mit den Handschriften gemacht wird, wenn man weiß, dass ich Physiker bin, natürlich auch interessant für alles andere. Die KI erkennt Bilder und kann sie mit anderen Bildern vergleichen, wo man weiß, was Inhalt ist. Und so lernt sie zum Beispiel auch die Handschriften, die man dann hinterher mit einer anderen App dann schnell in unsere lesbare Schrift übersetzen kann. Das ist hier der Hintergrund, also Interesse an KI und wie man sie zur Bilderkennung einsetzen kann. Ich habe hier im Hintergrund die Startseite. Da ist dann auch beschrieben, wie man hier Zugang für einen Monat, ein Quartal oder für ein ganzes Jahr erwerben kann. Der Monatspass, der kostet so knapp 20 Euro. Das ist auch das, was ich am Anfang gekauft habe. Und damit kann man dann eben diese 50 PDF-Dokumente runterladen, also 50 Seiten, aber beliebig viele kann man anschauen und ich sagte ja,
ich brauche JPEG und PNG für meine weitere Forschung. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass ich hier persönliches Interesse habe. Mein Großvater Albert, der ist am 32. Geburtstag des Kaiser Wilhelm II. Ist er geboren, also 1891. Da weiß man, der Kaiser ist 1859 geboren, am gleichen Tag. Mein Opa war sehr aktiv. Er war im Gemeinderat, er war Landwirt, er war Malermeister und vielseitig interessiert. Er hatte auch Kontakte zu den Lehrern, die sich mit Geschichte interessierten. Er war auch im Waldeckischen Geschichtsverein. Infolgedessen tauchten diese Honoratioren aus dem Dorf dann da oder aus dem Umfeld an seinem Geburtstag auf. Das habe ich aufgenommen, das habe ich analysiert. Aber ich war noch keine 19 Jahre alt, als er starb. Und ich habe dann vor kurzem mich wieder bei einem Anlass besonnen, was da alles so geredet wurde. Und das wollte ich einfach mal verifizieren. Gibt es darüber Unterlagen, amtliche Unterlagen, die im Prinzip so als Beweis dienen können, dass das auch stimmte? Und da habe ich einiges Interessantes gefunden in den Aufzeichnungen des damaligen Pfarrers, der also 1905 meinen Großvater konfirmiert hat. Da gibt es Noten, wir sehen sie ja hier, genügend hat er, das ist also heute 3 bis 4, hat er beim Konfirmandenunterricht bekommen. Man muss dazu wissen, das haben die meisten bekommen, aber es sind auch viele, die ungenügend oder mangelhaft bescheinigt bekamen. 2 Mädchen waren besser als genügend, die hatten da gut stehen. Das waren also dann die, ja, hat man heute gesagt, die Streber. Und das ist alles zwar interessant, aber das Interessanteste habe ich dann gesehen, rechts bei den Bemerkungen zu meinem Großvater, da stand dann 1905, wo der Konfirmandenunterricht dann zu Ende ging, sehr schwerhörig. Das war sehr wichtig. Möglicherweise hätte es mich auch ohne diesen Eintrag gar nicht gegeben, weil 9 Jahre später fing der Erste Weltkrieg an. Die Männer im Alter meines Großvaters wurden alle eingezogen. Auch der ältere Bruder meines Großvaters, der ist dann auch gleich am Anfang des Krieges gefallen. Mein Uropa, also der Vater von meinem genannten Opa Albert, der ist schon gestorben. Da war der 3 Jahre alt, mein Opa. Das heißt, im Ersten Weltkrieg war dann mein Großvater der letzte Mann in der Familie. Er hatte noch 4 Schwestern und eine alte Mutter. Und er brauchte dann nicht mehr in den Krieg. Hinterher hat man ja auch Schwerhörige eingezogen. So, das ist also alles hier zu entnehmen. Ich habe dann äh, die Fortsetzung der Familiengeschichte, nächste Generation, die habe ich dann bei Transkribus untergebracht. Ich will also hier nicht zu viel erzählen, das ist ja auch hier nur ein Fallbeispiel, um zu zeigen, das, was man so bei den Seniorengeburtstagen gehört hat, das kann man dann also auch hier nachvollziehen. Das ist aktenkundig geworden, einfach dadurch, dass der Pfarrer oder die Pfarrer hier in Deutschland, die haben alle Dinge, die hier im weitesten Dinge mit Kirche und Amtshandlungen zu tun hatten, aufgezeichnet. Und das ist also eine sehr umfassende Sammlung, die man da bei Archion findet. Hier am Ende bringe ich nochmal meine Linkssammlung. Ich habe ja gesagt, dass das hier ein Fallbeispiel sein soll und warum bin ich motiviert, mich damit zu beschäftigen. Die Details findet man über die Links. Ihr könnt meinen Kanal gern abonnieren. Ich freue mich darüber, wenn ihr auch den Daumen nach oben setzt. Ein paar tausend haben den Kanal ja schon abonniert. Im nächsten Video will ich dann zeigen, wie man mit der App Transkribus, die im Rahmen eines EU-Projektes entwickelt wurde, aber jetzt als Genossenschaft im Umfeld der Uni Innsbruck fortgeführt wird, da will ich mich dann im nächsten Video mit beschäftigen. Für dieses Mal bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß bei der Ahnenforschung und schaut euch das Transkribus-Video an. Tschüss.